Zwischen der Domain Exploration und der Implementation steht die Softwarearchitektur als Bindeglied. Und was das genau bedeutet, das kommt jetzt. Wenn wir uns den Softwarelebenszyklus anschauen, so wie wir das hier in dieser Veranstaltung tun, also mit dem Fokus auf die ersten 3 Phasen, dann sehen wir, dass wir in den letzten Videos uns mit der Anforderungsspezifikation auseinandergesetzt haben oder etwas allgemeiner gesprochen mit der Domain Exploration, also mit dem Kennenlernen unserer fachlichen Domäne und dessen, was wir über die Domäne wissen müssen, um dafür ein Softwaresystem zu erstellen. Wir haben dies in Form von Use Cases spezifiziert und wir haben ein fachliches Datenmodell mit vorangegangenem Glossar formuliert, was uns Informationen darüber liefert, was in der Domäne an Geschäftsobjekten und an Vorgängen enthalten ist. Wir wollen auskommen bei der Implementation. Wir wollen also das Softwaresystem am Ende programmieren und wir brauchen die Softwarearchitektur als Bauplan, um diese Implementierung sinnvoll umsetzen zu können. Und um die Bedeutung dieser Phase besser einschätzen zu können, müssten wir mal einen Blick auf die sogenannte 10er-Regel werfen. Die 10er-Regel besagt, dass ein Fehler um den Faktor 10 teurer zu beheben ist, je später, in einer je späteren Phase er auftritt, also entdeckt wird. Wenn wir also den Fehler hier in einer frühen Phase entdecken, dann ist er billiger zu beheben, als wenn wir ihn erst ganz spät, nämlich hinten beim Kunden, entdecken. Die Phasen, die wir hier sehen, Planung, Entwicklung, Auftragsvorbereitung, Fertigung, Prüfung und Kunde, die entstammen nicht der Softwareentwicklung, also diese Grafik entstammt nicht der Softwareentwicklung, sondern dem Maschinenbau. Wir haben in der Softwareentwicklung sicherlich keine Auftragsvorbereitung und auch keine Fertigung im eigentlichen Sinne, aber wir haben nach der Entwicklung durchaus eine unter Umständen elaborierte Testphase und dann haben wir einen Vertriebsweg, auf dem die Software zum Kunden gelangt. Und grundsätzlich gilt auch hier, es ist viel billiger, wenn ich den Fehler sehr früh feststelle, als wenn ich ihn sehr spät feststelle. Das wiederum heißt, ich sollte viel Aufwand investieren, um meine Domäne und meine Anforderungen sehr sorgfältig kennenzulernen. Und ich sollte genauso viel Aufwand investieren, darin meine Entwicklung sorgfältig zu planen, also den Bauplan für meine Entwicklung sorgfältig aufzustellen. Das ist sozusagen die Planungsphase, die Architekturphase. Vielleicht schauen wir uns zur Motivation, schauen wir uns doch zur Motivation mal an, warum das überhaupt so ist. Also warum sind Fehler so viel teurer, wenn man sie spät entdeckt? Dafür schauen wir uns hier mal eine alternative Sicht auf den Softwarelebenszyklus an. Wir haben zu Beginn die Entstehungsphase der Software. Das ist die Phase, wo ich das Konzept für die Software aufstelle, also sprich Domain Exploration und die Architektur. Und dann habe ich die Entwicklungsphase. Das ist da, wo erstmal auf der grünen Wiese eine Software angefangen wird zu entwickeln. Also die erste Version, die Version 0.9 oder 1.0. Das ist die Phase, in der diese Version erstellt wird. Dann gibt es diese Software erstmal, ich bringe sie auf den Markt und sie tritt in die Phase ein, in der das Produktmanagement einsetzt. Also in der ich die Software wie ein Produkt auffasse und immer wieder so in so eine Evolutionsphase gehe, die iterativ abläuft und in der ich dann immer wieder neue Features entsprechend der Markterfordernisse hinzufüge. Irgendwann ist dann das Produkt aus dem Segment der Produkte herausgefallen, mit denen ich gerade innovativ unterwegs bin und geht in so eine Cash-Cow-Phase über, also wo ich jetzt nicht mehr groß Geld investiere in diese Software, aber sie verkauft sich immer noch gut genug, um Bugs zu fixen und das tue ich dann eine Zeit lang und irgendwann gehe ich dann in die letzte Phase, in die Entsorgungsphase, in die sogenannte auf Englisch Ramp-Down-Phase, in der ich die Software ersetze durch eine andere Software oder durch ein Nachfolgeprodukt oder dergleichen mehr.
Wenn ich mal darauf schaue, wo ich am meisten Zeit verbringe, dann ist das in der Erhaltungsphase. Also man kann durchaus sagen, eine Software, die ich, wenn ich sie als Softwareentwickler verkaufe, sagen wir mal 15 Jahre im Portfolio behalte, dann würde ich da sicherlich 8 Jahre in der Erhaltungsphase zubringen. Wenn ich eine Software, wie zum Beispiel eine Versicherung oder eine Bank in meiner IT-Landschaft habe, dann ist die meiste Zeit die Zeit, in der sie einfach ihren Dienst versieht und in der ich vielleicht Fehler behebe, aber nicht wesentlich mehr tue. Also mehr als die Hälfte der Zeit fällt in diese Erhaltungsphase. Die Kostenkurve hat im Vergleich dazu ihren Scheitelpunkt in der Evolutionsphase. Die Evolutionsphase dauert nicht so lange wie die Erhaltungsphase, aber durchaus auch relativ lange und ist eine Phase, in der ich intensiv danach schaue, ob ich diese Software nochmal weiterentwickeln kann, ob ich neue Features hinzufüge. Und da habe ich immer noch eine relativ große Gruppe von Entwicklerinnen und Entwicklern am Start, die relativ viel machen an der Software über einen ziemlich langen Zeitraum hinweg. Und wenn ich jetzt im Vergleich dazu wiederum auf die Architektur schaue, dann steckt der Aufwand für die Architektur in der Entwicklungsphase. Da investiere ich am meisten Zeit. In der Entstehungsphase fängt es an, dass ich mich mit Architektur auseinandersetze. Da mache ich einen initialen Architekturentwurf. Es ist nicht so, dass ich die Architektur komplett fertig habe nach der Entstehungsphase, sondern ich werde während der Entwicklungsphase eigentlich den wesentlichen Teil der Architektur erledigen, weil Architektur ein iterativer Prozess ist. Ich werde nicht am Anfang einen komplett fertigen Bauplan haben, sondern ich werde die Leitlinien festgelegt haben und dann fange ich mit der Entwicklung an und werde dann feststellen, dass ich bestimmte Aspekte gar nicht berücksichtigt habe und die werde ich dann jetzt erst in der Architektur tatsächlich detailliert spezifizieren. Deswegen ist in der Phase der initialen Entwicklung, da werden die wesentlichen Weichen für die Architektur gestellt. Und dann habe ich möglicherweise am Ende des Lebenszyklus, also in der Rampdown-Phase, in der Entsorgungsphase, mit der Architektur noch mal etwas mehr zu tun, weil da muss ich mir über Nachfolger Gedanken machen und wenn ich in einer IT-Landschaft bin und da wird die Software eingesetzt und ich will sie entfernen, dann gibt es vielleicht andere Softwaresysteme, die APIs von dieser Software benutzen, Schnittstellen davon benutzen und die umgestellt werden müssen auf eine andere Lösung. Also da muss ich dann noch mal ein bisschen dafür sorgen, dass ich diese Software auch sauber aus der Landschaft rausbekomme. Deswegen ist dann am Schluss für die Architektur noch mal etwas mehr zu tun. Wenn ich mir also das Gesamtbild jetzt noch mal anschaue, dann sehe ich, ein sehr großer Teil der Gesamtplanung für das System passiert tatsächlich zu einem relativ frühen Zeitpunkt, wenn man auf den Gesamtlebenszyklus schaut. Und jetzt wird vielleicht auch diese 10er-Regel von eben besser verständlich, denn wenn ich am Anfang die Anforderungen missverstehe oder in der Architektur falsche Weichenstellungen treffe, dann bekomme ich die nicht mehr so richtig gut weg. Dann schleife ich die quasi durch den gesamten Lebenszyklus meines Softwaresystems durch und bin dann eigentlich den gesamten Rest damit beschäftigt, die Fehler, die ich früh in der Architektur gemacht habe, zu versuchen, die irgendwie zu verbessern, da irgendwie drumherum zu operieren. Aber so richtig gut wird es dann nicht mehr. Das ist der Grund, warum es sich lohnt, so viel Energie und Aufmerksamkeit auf diese frühe Planungsphase in der Architektur zu verwenden. Was genau ist denn IT-Architektur? Dazu schauen wir uns mal die Definition der IEEE an. Die definiert Architektur in 3 Teilen. Erstmal ist Architektur die fundamentale Organisation eines Informationssystems, und zwar ausgeprägt in seinen Komponenten. Da sind wir, wenn wir zurückschauen auf das Video, wo ich über die Modelle gesprochen habe, da sind wir bei der Struktur des Softwaresystems. Dann in der Relation zueinander und zur Umgebung, da sind wir beim Verhalten. Wie verhalten sich die einzelnen Teile der Struktur des Systems zueinander? Und letztlich den Prinzipien, die sein Design und seine Weiterentwicklung bestimmen.
Da kommt zu der Verhaltensperspektive und zu der Strukturperspektive noch eine dritte Dimension dazu, und das ist der zeitliche Verlauf. In der Architektur lege ich Prinzipien fest, Regeln, Grundsätze, Strukturen, die nicht nur den jetzigen Ist-Zustand bestimmen, sondern die wie Leitplanken wirken für die zukünftige Entwicklung. Und das ist die eigentliche Bedeutung der IT-Architektur, was die langfristige Kostenperspektive angeht. Wenn ich am Anfang meinen Job gut mache und diese Prinzipien sinnvoll festlege, eine sinnvolle Basisarchitektur wähle, einen sinnvollen Architekturstil, wie man auch sagt, dann habe ich diese Prinzipien für die Weiterentwicklung in einer Weise definiert, dass es allen Entwicklungsteams leicht fällt, das IT-System in einer konsistenten Weise weiterzuentwickeln. Und alle weiteren Entwicklungsschritte werden prinzipiell leichter und billiger. Ich habe jetzt viel darüber gesprochen, wofür man Architektur braucht. Jetzt möchte ich nochmal auf die eigentliche Bedeutung des Wortes zu sprechen kommen. Architektur kommt aus dem Lateinischen architectura und das heißt so viel wie oberster Handwerker oder Hauptbaumeister. Und ich verwende ja hier in der Veranstaltung und in den Videos häufiger mal die Analogie zwischen der Softwarearchitektur und der Architektur von Bauwerken. Und das möchte ich jetzt noch ein weiteres Mal tun und ein bisschen die Bedeutung von oberster Handwerker oder Hauptbaumeister mir anschauen, wie die Bedeutung sich gewandelt hat über die Jahre hinweg. Wenn ich mal auf das Römische Reich gucke, so alt ist ja letztlich das Bauwesen und der Bauingenieur, der Baumeister, dann war ein Baumeister im Römischen Reich häufig ein Militäringenieur. Die Römer waren eine Kultur, die sehr stark militärisch geprägt war. Das Wirtschaftssystem war stark davon geprägt, dass sie militärische Eroberungen getätigt haben und dann diese Eroberungen quasi wirtschaftlich ausgebeutet haben. Das war, wenn man so will, das Geschäftsmodell des Römischen Reiches. Und es ist in dem Moment zusammengebrochen, wo ihre Expansion an eine natürliche Grenze gekommen ist. Wenn man mal für den Moment beiseite lässt, ob einem jetzt persönlich das Militärische behagt oder nicht behagt, dann kann man doch feststellen, dass Militärs in der Regel extreme Pragmatiker sind. Also jemand, der für das Militär baut, der hat einen sehr pragmatischen und sehr funktional ausgerichteten Bezug zu dem, was er tut. Das heißt also, wenn ich als Militäringenieur eine Brücke baue, dann sorge ich dafür, dass die nicht zusammenfällt. Und wie man hier sieht, haben die Römer das sehr gut geschafft, weil viele ihrer Bauwerke heute, 2000 Jahre später, noch bestehen. Das heißt, in der Ausdeutung, wie die Römer den Baumeister definiert haben, können wir durchaus etwas für heute lernen und mitnehmen. Und wir finden diesen Typus auch bei den Softwarearchitekten durchaus vertreten. Das sind diejenigen, die pragmatisch, robust und nüchtern an ihre Aufgabe drangehen und sagen, Architektur bedeutet für mich, das Softwaresystem so zu bauen, dass es lange Zeit tragfähig bleibt. Und genau in der gleichen Weise finden wir auch in den Ausdeutungen des Baumeisters in den späteren Phasen immer wieder etwas in der heutigen Kultur wieder. Wenn wir also mal auf die Baumeister im Frühmittelalter schauen, dann waren die in der Regel Kleriker, also Angehörige der Kirchen. Und denen waren dann in der Regel wichtig, neben der reinen Statik, dass die Bauwerke, die sie errichtet haben, in hohem Maße dem herrschenden Symbolismus gehorcht haben. Also das Hauptschiff musste in einer bestimmten Achse ausgerichtet sein und bestimmte andere Glaubenssätze waren wichtig. Das ist auch etwas, was wir in der heutigen Architekturdiskussion häufig mal finden. Die ist oft so ein bisschen, wie soll ich sagen, ideologisch aufgeladen. Dann gibt es Trends, die sich durch die Diskussion durchziehen und die Fachdiskussionen laufen dann ein bisschen diesen Trends hinterher und manchmal hat man auch den Eindruck, dass gewisse aktuelle Trends angebetet werden wie Götterbilder. Und dann 5 Jahre später ist der Trend vorbei, der nächste Trend ist da und dann wird der wieder angebetet. Schauen wir mal ein paar hundert Jahre später, im Spätmittelalter, das war die große Zeit der Handwerker, wo die Handwerker quasi sich zusammengeschlossen haben
zu Zünften und plötzlich ein Machtfaktor wurden in den damals dann auch wichtiger werdenden Städten. Und der Handwerker als Baumeister ist jemand, wo das Handwerkskönnen im Vordergrund steht. Du bist etwas in der Hierarchie, wenn du handwerklich gut bist. Das wiederum ist etwas, was wir in der agilen Softwareentwicklung häufig wiederfinden. Da sind die Baumeister, die Architekten häufig diejenigen, die ihr Handwerk am besten können, die erfahrensten, ältesten Entwicklerinnen und Entwickler. Man kann also sagen, dass ein agiles Team häufig eine sogenannte Meritokratie ist. Also diejenigen haben am meisten zu sagen, die am meisten Ansehen haben, weil sie am meisten Erfahrung mitbringen. Und wenn wir dann schließlich auf die Renaissance schauen, also die Zeit, die jetzt so vielleicht etwa 300 bis 400 Jahre her ist, dann waren die Baumeister da in der Regel Universalgenies, Künstler und Wissenschaftler gleichzeitig. Auch das ist ein Wesenszug, den wir manchmal in prominenten Architektinnen und Architekten in der Zunft wiederfinden. Menschen, die sehr universell auf Dinge draufschauen, mit einem sehr breiten Horizont, manchmal auch ein bisschen ideologisch aufgeladen, aber eben auch mit einem wissenschaftlichen Ansatz. Diese Persönlichkeiten finden wir viel in der Architektur gerade und die Diskussionen sind dann häufig von solchen Menschen geprägt. Es gibt ein paar Namen, die jetzt hier in der Vorlesung häufiger mal fallen, die ich fast so in die Richtung schieben würde. So ein Eric Evans, so ein Martin Fowler, das sind so typische Beispiele für solche Menschen, die es auch heute noch gibt und die unsere Fachlichkeit sehr deutlich prägen. Gehen wir nochmal zurück zu der Definition von Architektur. Warum machen wir das eigentlich? Und zitieren wir nochmal einen dieser prägenden Figuren, John Sackman, einer der großen Architekten unserer Zeit, mittlerweile 85, ist einer derjenigen, die wesentlich die Enterprise-Architektur, also die Architektur großer IT-Landschaften geprägt haben. Der sagt in aller Kürze, die Gründe, warum man Architektur braucht, sind Komplexität und Veränderung. Wir machen Architektur, damit wir ein Softwaresystem bauen, was Komplexität verarbeiten kann und bei aller Komplexität veränderungsfähig bleibt. Was bedeutet Komplexität? Schauen wir mal die Komplexitätstreiber an und wie die Architektur dabei hilft. Bei den funktionalen Anforderungen kommt die Komplexität aus den Abläufen, aus den fachlichen Abläufen, die wir hier abbilden müssen. Manche Domänen sind in sich einfach sehr komplex. Sei es, ich mache eine Anwendung für Pharmaunternehmen, sei es, ich mache eine Anwendung, die Steuern berechnet für die öffentliche Hand. Eigentlich ist mehr oder weniger jede Domäne in sich inhärent sehr komplex. Und wir haben ja relativ viel Aufwand in dieser Veranstaltung in der Domain Exploration verbracht, also in der Phase, in der wir versuchen, diese inhärente Komplexität zu verstehen. Und die Aufgabe von Architektur ist es, solche funktionale Komplexität eben nicht noch komplexer zu machen durch eine komplexe Architektur, sondern die möglichst einfach in Software umzusetzen. Neben den funktionalen Anforderungen haben wir auch die nicht funktionalen Anforderungen. Das ist so etwas wie zum Beispiel Skalierbarkeit und Mengengerüst. Also wenn wir eine Anwendung haben, die mit extrem hohen Nutzerzahlen zurechtkommen muss oder mit sehr stark schwankenden Zugriffszahlen, wenn wir also zum Beispiel E-Commerce-Plattformen haben, wo dann zum Black Friday oder zum Weihnachtsgeschäft plötzlich die Transaktionszahlen nach oben schießen. Wir haben die Anforderungen an Hochverfügbarkeit. Gewisse Anwendungen müssen einfach immer laufen und dürfen niemals wirklich nicht verfügbar sein. Wir haben Anforderungen an Sicherheit. Wir wollen nicht, dass unsere Anwendung durch einen böswilligen Angriff lahmgelegt werden kann. Wir wollen keinen Datenverlust erleben, dass man uns unsere Daten stehlen kann oder dass durch ein Versehen plötzlich eine Situation eintritt, dass die Anwendung nicht mehr verfügbar ist. Und wir haben auch als Teil der nicht funktionalen Anforderungen die Anforderungen an eine Usability. Wie gut
ist denn diese Anwendung bedienbar für einen Menschen? Bei all diesen Dingen kann eine gelungene Architektur helfen, die dann eben auf bestimmte Aspekte dieser nicht funktionalen Anforderungen, die gerade in unserem Kontext besonders wichtig ist, einen besonderen Fokus legt und dann zum Beispiel dafür sorgt, dass die Skalierbarkeit sehr flexibel gehandhabt werden kann. Dann haben wir die verschiedenen Soft- und Hardware-Plattformen, die wir in unserer Anwendung verwenden. Hier ringen wir vor allen Dingen mit der Vielfalt der Technologien, die unter Umständen zum Einsatz kommen oder zum Einsatz kommen müssen. Und mit der Volatilität dieser Technologien, wenn wir zum Beispiel in einem Bereich unterwegs sind, wo die Technologien noch recht frisch sind, dann werden sich APIs, Schnittstellen, Technologien häufig ändern und wir wollen ja nicht jedes Mal unsere gesamte Software neu schreiben, wenn eine unterliegende Bibliothek sich ändert. Auch hier kann eine gelungene Architektur unterstützen, indem sie proprietäre Details aus der Technologie, die wir verwenden, wegkapseln und versucht so dieses Wartungsrisiko, was wir haben, indem wir unsere Software- und Hardware-Plattformen aktualisieren müssen, möglichst klein hält, sodass also wesentliche Teile unserer Software stabile Interfaces benutzen, die sich durch diese Kapselung dann nicht mehr ändern, wenn sich unten drunter etwas ändert. Das ist der wesentliche Grund dafür, dass wir Schichtenarchitekturen verwenden. Das werden wir uns dann noch etwas genauer anschauen, wenn wir später in ST2 sind. Dann haben wir die Softwareentwicklungsprozesse, die zu berücksichtigen sind, die auch zu einer Komplexität beitragen. 2 Beispiele möchte ich explizit nennen. Das eine ist Off- oder Nearshoring, also wenn ich nicht alle Entwicklung an einem System im eigenen Haus mache, sondern einen Teil nach Osteuropa auslagere, das wäre Nearshoring, oder nach Fernost, Indien oder China häufig, das wäre Offshoring. Dann muss ich dafür sorgen, dass meine Software so stark entkoppelt ist, dass ich nicht den Teil, den jetzt ein indisches Team bearbeitet und den Teil, den zum Beispiel ein Team in Portugal und ein Team in Ungarn und ein Team in Regensburg bearbeitet, dass die nicht eng miteinander verkoppelt sind, weil dann verbringen die ja keine Zeit mit Programmieren, sondern nur in Videokonferenzen, um sich miteinander abzustimmen. Das heißt, ich muss also, wenn ich so etwas angehe, wenn ich eine Software für Offshoring oder Nearshoring fit machen möchte, dann muss ich eine lose gekoppelte Architektur haben. Übrigens etwas, was ich in meiner beruflichen Laufbahn sehr stark miterlebt habe und was einen durchaus sehr schmerzhaft hemmen kann, wenn man da eine nicht so geeignete Architektur hat. Ähnliches gilt, wenn ich agil Software entwickeln will. Das werden wir ganz besonders intensiv nochmal in Softwaretechnik 2 anschauen, wo wir uns in Richtung der Microservice-Architekturen orientieren werden. Mit einer lose gekoppelten Architektur erlaube ich es, agilen Teams autark handeln zu können und damit sich selbst besser steuern zu können. Das heißt, ich minimiere den Abstimmungsbedarf und erlaube den Teams, ihre eigenen Entwicklungsprozesse in die eigene Hand zu nehmen und damit effektiver zu entwickeln. Dann haben wir die Organisation als Komplexitätstreiber. Verschiedene Stakeholder, die Anforderungen an ein Softwaresystem haben, denen können wir mit der passenden Architektur dann die entsprechenden Sichten verschaffen, die genau ihre Bedürfnisse widerspiegelt. Oder ich habe regionale Eigenheiten, die abzubilden sind. Also nehmen wir mal an, ich möchte ein Geschäft europaweit organisieren, eine Verkaufsplattform oder irgendeine andere Art von Anwendung. Und es gibt in allen Staaten Europas vielleicht unterschiedliche Mehrwertsteuersätze, unterschiedliches Kaufverhalten und dergleichen mehr. Dann wäre es sinnvoll, dass ich eine Architektur habe, die mein System angemessen mandantenfähig macht. Also es erlaubt, die gleiche Kernfunktionalität zentral bereitzustellen, diese aber dann quasi länderspezifisch zu konfigurieren. Schlussendlich habe ich dann noch rechtliche Aspekte, die zu beachten sind. Da wären insbesondere zu nennen Lizenzen, Softwarelizenzen. Auch hier kann die Architektur dazu beitragen, dass man nur solche Bibliotheken und Plattformen verwendet, wo solche Lizenzfragen eindeutig und kosteneffizient abgebildet sind. Damit haben wir gewissermaßen als Exkurs mal einen Überflug gemacht, warum es sich lohnt, in der frühen Phase des Softwarelebenszyklus
also in den Phasen Domain Exploration und insbesondere der Planung von Softwaresystemen, viel Zeit zu investieren. Letztlich die Daseinsberechtigung von Architektur. Und wir werden dann jetzt quasi in die praktische Architektur einsteigen in den nächsten kommenden Videos, indem wir uns anschauen, wie aus den Artefakten, die wir schon erstellt haben, insbesondere dem fachlichen Datenmodell, dann unser erster Code entsteht.